Dieses Video ist für alle Tabletop-Spieler, die sich mit dem Bemalen von Miniaturen schwer tun. Egal ob Hobby-Einsteiger oder generelle Malmuffel, dieses Video ist speziell für euch und soll motivieren. Denn wie ein guter Freund von mir immer sagt, nicht lang schnacken, einfach drüber witschern. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS und bei Neues vom Witcher. Ich geb's offen zu, ich baue und bemale viel lieber Gelände, als dass ich Miniaturen bemale. Entsprechend muss ich mich schon immer ein wenig dazu zwingen, meinen Trupps, Armeen und Brettspielmodellen buntes Leben einzuhauchen. Dabei gibt's letztlich nur einen Trick, der wirklich funktioniert. Hinsetzen und loslegen. Und sobald ich erstmal mit dem Malen begonnen habe, macht's mir auch Spaß und ich kann dann stundenlang weitermachen. Die größte Schwierigkeit für mich ist also der Weg zum Malplatz. Daher bin ich für jede Gelegenheit und jeden Zufall dankbar, der mich zum Malen verführt. Und das war vor wenigen Tagen genau dieses Modell. Ich besuchte nämlich einen Freund für eine Runde Star Wars Shatterpoint, als er mir seinen neuesten eBay-Kauf präsentierte. Das Brettspiel Hate von Cool Mini or Not mit wirklich extrem coolen Miniaturen. Einige davon waren sogar bereits bemalt, bis auf unter anderem diesen Dude. Und wohl in einem Anfall geistiger Umnachtung durch das ein oder andere Gerstengetränk meinte ich, den mache ich dir bis zum nächsten Treffen fertig. Gesagt, getan, hatte ich den Burschen zu Hause direkt schwarz grundiert und danach mit hellgrau zenital genebelt. Das heißt, ich habe das Hellgrau vorwiegend von oben und seitlich oben gesprüht. Und dabei die Bereiche oberhalb der Hüfte stärker eingesprüht und somit heller gemacht. Das hatte keine 2 Minuten gedauert und ist nun eine ideale Grundlage, um darauf mit Contrastfarben bzw. semitransparenten Farben weiterzumachen. Vorher bürste ich das Modell allerdings noch mit einem Sandton und einem Weiß trocken. Einfach, um bereits ein wenig Farbe aufs Modell zu bringen und vorab die Kanten stärker aufzuhellen. So eine Vorarbeit von ebenfalls nur rund 2 Minuten macht mich gleichzeitig schon mal mit der Figur vertraut. Ich entdecke quasi nebenbei schon erste Details und bekomme Ideen für Farben, und zwar ohne, dass ich mich darauf gezielt konzentrieren muss oder dass es mich stresst. Jetzt noch ein Hörbuch oder einen Podcast anmachen und dann ganz entspannt loslegen. Ich persönlich neige beim Malen gerne dazu, mich in Details zu verlieren und ewig lange an Kleinigkeiten herumzupinseln. Damit mir das bei diesem Modell nicht mal im Ansatz passiert, nehme ich bewusst einen alten Pinsel, der nicht mal mehr eine richtige Spitze hat. Denn präzise muss bei diesem Dude hier erstmal auch gar nicht sein. Sollte später hier und da noch hellgraue Grundierung durchblitzen, und das wird es von einem Wash verdeckt. Nach und nach kommen nun erstmal verschiedene Brauntöne aufs Modell. Hierbei mische ich auch mal etwas Braun in einige eher knallige Farben hinein, damit diese besser zu den bislang genutzten Farben passen. Danach geht's in meinem Fall ans Bemalen der Metallteile, wofür ich eine dunkle Metallfarbe, einen Goldton und eine helle Metallfarbe verwende. Auch diese Farben klatsche ich jeweils nur ganz grob aufs Modell. Weiter geht's mit noch ein paar Brauntönen für die etwas größeren Flächen wie diesen Waffengriff. Darauf lassen sich mehrere Farben übrigens auch für einen Nass-in-Nass-Verlauf mischen, wodurch die Fläche im Handumdrehen viel interessanter wirkt. So ein Nass-in-Nass-Mischen funktioniert natürlich auch auf unebenen Flächen wie diesem Fellumhang. Erstmal ein Rot-Braun auftragen und dann ein dunkles Pink hineintupfen, um es danach zu verteilen und zu verblenden. Für die Haut mische ich eine helle Hautfarbe mit einem Türkis an. Hauptsächlich als Farbakzent und Kontrast, damit nicht alles nur braun aussieht. Keine Ahnung, ob das zu der Lore des Spiels passt, aber ich habe da einfach Lust drauf. Von daher, hört beim Bemalen auch immer mal wieder auf eure innere Stimme, selbst wenn Lore und Kodex vielleicht etwas anderes sagen. Übrigens verwende ich hier erstmalig einen guten Pinsel mit einer intakten Spitze. Sobald alles getrocknet ist, folgt ein brauner Wash. Entsprechend bleiben die Haare des Dudes quasi farblos, also grau und weiß. Den Wash trage ich möglichst dünn auf, damit sich in den vielen Vertiefungen keine Pfützen bilden. Danach wird trocken gebürstet, und zwar hauptsächlich mit einem hellen Sandton. Haut und Haare jedoch gezielt mit einem Weiß, während die Metallteile mit einem hellen Metallton akzentuiert werden.
Abschließend folgen noch meine liebsten Verwitterungen, und zwar Rostwashes und Blutspritzer. Die puste ich per Druckluft aus meiner Airbrush auf. Manchmal kann Druck halt doch nicht schaden. Alles in allem hat dieses Modell nur knapp eine Stunde Bemalzeit benötigt. Trocknungszeiten natürlich abgezogen. Einfach mal drüber witschern ist für mich somit ein echt gutes Motto, damit ich mich überhaupt erstmal an den Maltisch setze. Welche Tricks habt ihr für euren inneren Faulpelz und wie motiviert ihr euch zum Malen? Schreibt's gerne in die Kommentare, ich bin gespannt und wünsche euch viel Spaß beim Malen. Wir sehen uns dann nächsten Freitag und irgendwann sicherlich auch mal wieder bei Neues vom Witscher. Bis dann!